Hallo und schön, dass du wieder da bist. Wie ich in einem meiner letzten Videos erzählt habe, habe ich mir die DJI Mavic Mini, die Mini-Drohne, unter 250 Gramm bestellt. Tja, schauen wir mal, was überhaupt im Paket drin ist. Ich habe mir das Fly More Combo bestellt. Da sollten 3 Akkus dabei sein, inklusive einem Case, welches die Akkus gleich mitlädt und auch als Powerbank dienen kann. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Alex, ich bin Fotografin und Videografin und mit meinen Videos gebe ich dir einen Einblick in mein Leben und helfe dir, deine Fotografie- und Videoskills zu verbessern. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Auf geht's! Ich bin heute einfach so aufgeregt, ich will das einfach nur auspacken. So, eins kann ich da gleich sagen, den Karton aufmachen, das verursacht wahnsinnig viel Dreck. Was haben wir da? Shipping Informations, Mavic Mini Fly More Combo. Und weil man da natürlich Videoaufnahmen und Foto machen kann, habe ich auch gleich eine Micro-SD-Karte mit 128 GB dazu bestellt. Das mache ich eigentlich prinzipiell immer, wenn ich eine Kamera gehe, kaufe ich mir gleich eine neue Karte mit dazu. Ja, die ist klein. Holen wir die mal aus dem Karton raus. Wow! Wow! Auf dem Bild steht Ultralight, da steht explizit noch einmal dabei 249 Gramm. Dann steht da maximale Flugzeit 30 Minuten, 4 Kilometer HD Video Transmission, Vision Sensor GPS Precise Hoover, 3 Achsen Gimbal, 2,7K Kamera. Die Frage ist natürlich, ob ich in 2,7K filmen werde. Wurscht, machen wir es doch einfach gleich mal auf. Full HD 2,7K, entweder 4K oder Full HD. Wurscht. Oh ja. Oh ja. Fangen wir mal mit den Garten. Da ist so ein Riesenkarton und da ist das drinnen und ich glaube, das ist leer. Nein, es ist nicht leer. Oh! Look. Das ist ein Propellerschutz. Den kann ich mal drauf tun, um zum Beispiel indoor zu fliegen. Wie packt man eine Speicherkarte aus? Ich meine, ich verstehe schon, dass man alles gut verpacken muss. Wie wär's, liebe Leute, mal mit frustfreien Verpackungen? Ich bin jetzt schon frustriert. Jetzt bin ich sehr frustriert. Da ist ein kleines Ding runter. Na super. Ärger. Aber jetzt kommen wir einfach zum Hauptteil. Das hier ist die Schachtel von der DJI Mavic Mini. Da unten haben wir noch ein paar Schachteln drinnen. Zu denen kommen wir gleich. Das war's. Was ist da drinnen? Mavic Mini Fly More Combo, Lieferumfang, Bedienungsanleitung für Zubehör, Haftungsausschluss, Sicherheitsvorschriften. So, das schaut aus wie ein Stecker. Das ist ein ganz normaler USB-Stecker, nicht einmal ein USB-C-Stecker. Dann haben wir, was auch immer es ist eine relativ schwere Packung. Oh ja, ich verstehe. Einen Akku, noch einen Akku, weil Fly More 3x30 Minuten sind. Genau. 1,5 Stunden. So, da steht drauf, ein bisschen klein geschrieben, 2400 mAh, 17,28 Wattstunden. Dann haben wir ein kleines Täschchen, da steht DJI Mavic drauf und drinnen ist eine Mini. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt, das ist das erste Mal jetzt. Übrigens die Verpackung, das ist ein Stoff, sehr hochwertig verarbeitet, ich mag das total. Bei meinem Osmo Mobile 3 war auch so eine Verpackung dabei. Das schaut ja geil aus. Okay, boah, die ist ja urklein. Das Beste kommt zum Schluss. Das heißt, wir haben zuerst so ein Teil wieder, mehrfach verpackt. Das ist also ein Transportcase für die Akkus, als auch gleichzeitig eine Aufladestation, so eine Art Powerbank-Ding. Das heißt, die muss man so reinsteigen. Wie kriegt man wieder raus? Indem man oben drauf drückt, hinten, hoffe ich. Vielleicht muss man den nach der Reihe rausziehen. Wow! Ein Akku ist weg. So, tun wir den Akku wieder rein. Ich will das gekonnt rausziehen. Das heißt, Schnapperl reindrücken und rausziehen. Und dann hat man Akku in der Hand. Dann ist da noch so ein Kartönchen drinnen. Kabel, Werkzeug, Steuerknüppel. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Das sind 100.000 Kartons. Dann habe ich einen Schraubenzieher, weil die mussten Gewicht einsparen mit dem Teil hier.
kann man dann die Propeller anschrauben. Sag, du schaust dir meine Videos. Kannst du mir bestätigen, dass das dasselbe Kabel ist? Dasselbe Anschluss? Da kann man also das Handy reingeben und dann sehe ich gerade, die Steuerknüppel sind da drinnen versteckt. Wenn ich das montieren will, nehme ich einen dieser Steuerknüppel raus und dann wird der einfach so draufgeschraubt. Ich schätze mal, so soll das ganze Ding ausschauen, wenn es zusammengeschraubt ist. Das hält das Handy, die Fernbedienung, die Steuerknüppel, unfold the antennas and mobile device clamp, then attach the control stick and cable. Ah, jetzt weiß ich, wozu wir das Kabel brauchen. Ich brauche dieses Verbindungsstück mit dem Lightning-Anschluss. Mein Smartphone, mein iPhone ist jetzt per Kabel mit der Fernbedienung verbunden. Oh, ich habe da einen Drehregler, den kann ich nicht drehen. Wie lade ich die Fernbedienung auf? Vielleicht muss ich die Fernbedienung gar nicht aufladen. Die Drohne. Also ich muss schon sagen, sie ist wahnsinnig leicht. Also wie ich es in meinem anderen Video erzählt habe, ich habe eigentlich bis jetzt noch nie was mit Drohnen gemacht. Von dem ist das erste Mal. So, was müssen wir machen? Also, zuerst einmal würde ich sagen, machen wir die Dinger zur Seite nach vorne. Dann müssen wir die anderen zwei, die müssen ja auch oben sein. Das heißt, die klappt man von unten einfach rauf. Vorne ist der Gimbal in so ein Ding drinnen, damit ich den schütze. Dann habe ich so einen 3-Achsen-Gimbal. Also 3-Achsen-Gimbal heißt eine Achse, zweite Achse, innen drinnen und die Kamera selbst auch noch. Wir schieben das mal da rein. Akku ist drin. Perfekt. So, an und für sich wäre das Gerät betriebsbereit. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, super. Das Ding ist einmal soweit fertig. Ich werde jetzt mal meine zweite Kamera aufstellen, um das Ganze ein bisschen in Bodennähe zu filmen. Einfach sicher ist sicher. Ich würde sagen, wir probieren es einmal aus. Wir stellen es einmal hin. So, machen wir da mal einen schönen Boden. Akku ist drinnen. Das heißt, wir schalten das Gerät hier ein. Da ist ein On-Knopf. Du brauchst auf jeden Fall die DJI Fly App. Fluggerät verbinden. Netztaste drücken, anschließend noch einmal drücken und gedrückt halten. Bis ein Piepen. Das Einschalten der Fernsteuerung signalisiert. Das Mobilgerät per Kabel mit der Fernsteuerung verbinden. Habe ich gemacht. Die hinteren und vorderen Arme ausfalten. Wir haben die Drohne schon zusammengebaut. Bitte den Akku ins Akku verschieben. Die Netztaste des Fluggeräts einmal drücken, anschließend nochmal drücken und gedrückt halten, bis das Fluggerät eingeschaltet ist. Das heißt, es gibt hier irgendwo eine Netztaste. Ich befürchte, wir haben keinen Saft. Ich hoffe, dass irgendeiner von den Akkus Saft hat. Sieht schlecht aus. Akkus haben keinen Saft. Ich würde sagen, wir gehen Akku aufladen. Können wir nichts anderes machen. So, bevor ich die Drohne nochmal starten lasse, noch eine kleine Erklärung zu dem Setup. Hier hinten habe ich einen Knopf für Fotos drücken. Hier hinten habe ich einen Knopf für Record. Ich habe zwei Steuerknüppel, einen hier und einen hier. So, der linke Steuerknüppel ist, wenn ich rauf und runter gehe, sollte angeblich rauf und runter gehen. Rechts und links soll die Drohne drehen lassen. Ja, und rechts haben wir die Bewegungen. Das heißt, vor und zurück, rechts und links. Das heißt, wenn man die schön miteinander kombiniert, kann man sicher auch schöne Kreise fliegen. Wir haben hier auch noch einen Return to Home Button und hier den Ein- und Ausknopf und das war's auch schon. Deswegen haben wir zwei dabei. Eins von diesen Kabeln lädt meine Powerbank, wo die Akkus geladen werden, und das zweite Kabel lädt anscheinend die Fernbedienung. Jetzt weiß ich, wofür die da ist. Wo ist die Bedienungsanleitung? Ups, hab die Bedienungsanleitung schon weggehaut. Gut, dann würde ich sagen, mache ich noch ein paar B-Roll-Aufnahmen fürs Intro mit dem Propellerschutz oben drauf, damit es auch leibend ausschaut. So, ein bisschen aufgeladen ist es schon. Also zuerst schalten wir wieder das Gerät ein. Na, zuerst die App. DJI Fly. Die Steuerung ist eingeschalten. Wir drücken auf Fluggerät verbinden. Jetzt kommt die Drohne. Die Propeller justieren sich. Als nächstes klicken wir auf Fliegen. Das Fluggerät steigt automatisch auf eine Höhe von 1,5 Meter auf. Bitte vorsichtig fliegen. Soll sich ausgehen. Start. Ich muss länger draufbleiben. Das macht ganz schön einen Wirbel. Wow. Ich weiß noch nicht ganz, wie man die Kamera steuern kann. Das muss ich mir noch anschauen. Mit dem Drehkreuz hinten lässt sich die Kamera rauf und runter bewegen. Es ist sehr laut, das Teil. So, wie gesagt, rauf und runter. Im Kreis drehen.
vor und zurück. Rechts und links. Da steht Warnung bei niedrigem Akkustand. Landen. Okay, also mit wenig Akku fängt das an höllisch zu nerven und zu piepsen. Es ist verdammt laut, das Teil. Also das Fliegen muss man erst lernen, verstehe ich. Das Rad hinten bewegt die Kamera rauf und runter. Also es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Ventilator, wenn es mal heiß draußen ist. Sie ist sehr laut, sie ist sehr handlich, sie ist sehr klein, das ist gut. Fliegen, glaube ich, gehört ein bisschen Übung dazu, vor allem wenn man noch nicht viel mit Drohnen gemacht hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib mir in die Kommentare, was dir gefallen hat oder was dir weniger gefallen hat, was du vermisst hast oder was du dir vielleicht bei solchen Videos noch wünschen würdest. Lass mir ein Like da, teile das Video, wenn es dir taugt und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich. Ciao!